Herzlich willkommen zur B2 mündliche Prüfung. Mein Name ist Anna Müller, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen: die Präsentation, die Diskussion und die Problemlösung, bzw. zusammen etwas planen. Und wir beginnen mit dem ersten Teil, mit der Präsentation. Bitte schön, Lena, fangen Sie bitte damit an. Gerne, ich heiße Lena und komme ursprünglich aus Spanien. Lieber David, ich möchte dir von meiner Reise nach Wien erzählen. Es war eine wundervolle Erfahrung, und ich habe so viel über die Kultur und Geschichte Österreichs gelernt. Die Stadt hat eine faszinierende Architektur, besonders die Gebäude im Jugendstil haben mich begeistert. Ein Highlight war definitiv der Besuch des Schlosses Schönbrunn, das eine beeindruckende Geschichte hat und einen atemberaubenden Blick auf Wien bietet. Wir haben eine Führung durch die prächtigen Räume gemacht und dabei viel über das Leben des Kaisers Franz Josef und seiner Frau Elisabeth erfahren. Ich habe auch viel Zeit in Museen verbracht und konnte so meine Deutschkenntnisse verbessern, indem ich mir die Beschreibungen der Kunstwerke auf Deutsch durchgelesen habe. Besonders beeindruckt hat mich das Kunsthistorische Museum, das eine große Sammlung von Kunstwerken aus verschiedenen Epochen präsentiert. Ich habe dort Werke von Künstlern wie Bruegel, Rubens und Vermeer bewundert. Neben den kulturellen Aktivitäten habe ich auch die Wiener Küche und ihre Spezialitäten genossen. Ich habe Wiener Schnitzel, Apfelstrudel und Sacher-Torte probiert, die alle sehr lecker waren. Wir haben auch eine traditionelle Heurigen besucht, wo wir typische österreichische Weine verkosten und dazu herzhafte Bretteljause genießen konnten. Wir haben auch eine Bootsfahrt auf der Donau gemacht und dabei die wunderschöne Stadt vom Wasser aus bewundern können. Es war eine ganz besondere Erfahrung, die Stadt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Insgesamt war es eine großartige Reise, bei der ich viel gelernt und erlebt habe. Wien ist eine Stadt voller Geschichte, Kunst und Kultur, die ich jedem empfehlen würde, der eine Reise plant. Ah, interessant. Wie lange bist du dort geblieben? Ich bin leider nur 3 Tage geblieben. Verstehe. Hast du jemanden netten kennengelernt? Ja, ich habe dort 2 nette Studentinnen kennengelernt. Und hast du irgendwelche Souvenirs gekauft? Oh ja, ich habe für meine Mama etwas gekauft. Sehr schön. Dankeschön, und jetzt Teil 2. Die Diskussion. Sie haben gerade einen Text bekommen. In diesem Text geht es um ein wichtiges Thema, ob Schulen und Universitäten die Nutzung von Smartphones verbieten sollten. Und hier sind einige Notizen. Was denken Sie darüber? Welche Vorteile und Nachteile hat die Nutzung von Smartphones in Schulen und Universitäten? Und welche Auswirkungen hat die Nutzung von Smartphones auf die Lernleistung der Schüler und Studenten? Lesen Sie bitte den Text kurz, und wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Ich denke, dass Schulen und Universitäten die Nutzung von Smartphones verbieten sollten. Ich bin da anderer Meinung. Ich denke, dass Smartphones nützlich sein können, und dass es bessere Wege gibt, ihre Nutzung zu regulieren. Aber es gibt so viele Ablenkungen durch Smartphones. Wenn Schüler und Studenten während des Unterrichts mit ihren Handys
herumspielen, können sie sich nicht auf den Unterricht konzentrieren. Das stimmt, aber das bedeutet nicht, dass Smartphones vollständig verboten werden sollten. Stattdessen sollten Schulen und Universitäten bessere Regeln und Vorschriften haben, um sicherzustellen, dass die Schüler und Studenten ihre Smartphones während des Unterrichts nicht missbrauchen. Aber was ist mit der Nutzung von Smartphones während Pausen oder Freistunden? Auch hier kann es Ablenkungen geben. Ja, das stimmt, aber ich denke, dass es besser ist, den Schülern und Studenten beizubringen, wie man die Smartphones auf eine sinnvolle Art und Weise nutzt, anstatt sie vollständig zu verbieten. So können sie ihre Smartphones als Werkzeug nutzen, um auf ihre Notizen zuzugreifen oder schnell nach Informationen zu suchen, die sie im Unterricht benötigen. Das klingt vernünftig, aber was ist mit der sozialen Interaktion? Das klingt vernünftig, aber was ist mit der sozialen Interaktion? Wenn jeder in der Pause nur auf sein Handy schaut, könnte das die Kommunikation zwischen den Schülern und Studenten beeinträchtigen. Wenn jeder in der Pause nur auf sein Handy schaut, könnte das die Kommunikation zwischen den Schülern und Studenten beeinträchtigen. Auch hier denke ich, dass es wichtig ist, den Schülern und Studenten beizubringen, wie man die Smartphones sinnvoll und in Maßen nutzt. Auch hier denke ich, dass es wichtig ist, den Schülern und Studenten beizubringen, wie man die Smartphones sinnvoll und in Maßen nutzt. Zum Beispiel könnten Schulen und Universitäten Regeln einführen, die den Schülern und Studenten erlauben, ihre Smartphones nur in bestimmten Bereichen zu nutzen. Zum Beispiel könnten Schulen und Universitäten Regeln einführen, die den Schülern und Studenten erlauben, ihre Smartphones nur in bestimmten Bereichen zu nutzen. Um sicherzustellen, dass sie auch genügend Zeit haben, um miteinander zu interagieren und zu kommunizieren. Um sicherzustellen, dass sie auch genügend Zeit haben, um miteinander zu interagieren und zu kommunizieren. Aber es gibt so viele negative Auswirkungen auf die Gesundheit, wenn man ständig auf sein Handy schaut. Aber es gibt so viele negative Auswirkungen auf die Gesundheit, wenn man ständig auf sein Handy schaut. Sollten Schulen und Universitäten nicht darauf achten, dass ihre Schüler und Studenten gesund bleiben? Sollten Schulen und Universitäten nicht darauf achten, dass ihre Schüler und Studenten gesund bleiben? Ja, Gesundheit ist wichtig, aber es ist auch wichtig, die Schüler und Studenten auf das Leben in der modernen Welt vorzubereiten, wo Smartphones und Technologie allgegenwärtig sind. Ja, Gesundheit ist wichtig, aber es ist auch wichtig, die Schüler und Studenten auf das Leben in der modernen Welt vorzubereiten, wo Smartphones und Technologie allgegenwärtig sind. Ich denke, dass Schulen und Universitäten auch eine Verantwortung haben, die Privatsphäre und Sicherheit ihrer Schüler und Studenten zu schützen. Ich denke, dass Schulen und Universitäten auch eine Verantwortung haben, die Privatsphäre und Sicherheit ihrer Schüler und Studenten zu schützen. Smartphones können ein Risiko darstellen, wenn sie in der Schule oder auf dem Campus benutzt werden. Smartphones können ein Risiko darstellen, wenn sie in der Schule oder auf dem Campus benutzt werden. Das stimmt, aber es gibt viele Möglichkeiten, um die Privatsphäre und Sicherheit der Schüler und Studenten zu schützen. Das stimmt, aber es gibt viele Möglichkeiten, um die Privatsphäre und Sicherheit der Schüler und Studenten zu schützen. Wie zum Beispiel,
durch die Nutzung von speziellen Apps oder durch Schulungen zur sicheren Nutzung von Smartphones. Wie zum Beispiel durch die Nutzung von speziellen Apps oder durch Schulungen zur sicheren Nutzung von Smartphones. Aber was ist mit den Schülern und Studenten, die nicht über ein Smartphone verfügen? Könnte das zu einer sozialen Ausgrenzung führen? Aber was ist mit den Schülern und Studenten, die nicht über ein Smartphone verfügen? Könnte das zu einer sozialen Ausgrenzung führen? Das ist ein wichtiger Punkt. Aber es gibt auch andere Wege, um die Schüler und Studenten miteinander zu verbinden, wie zum Beispiel durch soziale Aktivitäten oder gemeinsame Projekte. Aber es gibt auch andere Wege, um die Schüler und Studenten miteinander zu verbinden, wie zum Beispiel durch soziale Aktivitäten oder gemeinsame Projekte. Und was ist mit den Schülern und Studenten, die ihr Smartphone missbrauchen und sich nicht an die Regeln halten? Sollten sie nicht bestraft werden? Und was ist mit den Schülern und Studenten, die ihr Smartphone missbrauchen und sich nicht an die Regeln halten? Sollten sie nicht bestraft werden? Ja, das ist ein berechtigtes Anliegen. Aber ich denke, dass es besser ist, die Schüler und Studenten zu erziehen und ihnen beizubringen, wie man ihre Smartphones verantwortungsvoll nutzt, anstatt sie zu bestrafen. Aber ich denke, dass es besser ist, die Schüler und Studenten zu erziehen und ihnen beizubringen, wie man ihre Smartphones verantwortungsvoll nutzt, anstatt sie zu bestrafen. Das stimmt, aber ich denke, dass Schulen und Universitäten dennoch klare Regeln und Richtlinien haben sollten, um sicherzustellen, dass die Schüler und Studenten ihre Smartphones auf eine sinnvolle Art und Weise nutzen. Das stimmt, aber ich denke, dass Schulen und Universitäten dennoch klare Regeln und Richtlinien haben sollten, um sicherzustellen, dass die Schüler und Studenten ihre Smartphones auf eine sinnvolle Art und Weise nutzen. Ja, das sehe ich genauso. Es ist wichtig, die Vorteile und Nachteile der Smartphone-Nutzung abzuwägen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Es ist wichtig, die Vorteile und Nachteile der Smartphone-Nutzung abzuwägen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Schüler und Studenten in einer gesunden und produktiven Lernumgebung arbeiten können. Um sicherzustellen, dass die Schüler und Studenten in einer gesunden und produktiven Lernumgebung arbeiten können. Aber was ist mit den Schülern und Studenten, die süchtig nach ihren Smartphones sind? Aber was ist mit den Schülern und Studenten, die süchtig nach ihren Smartphones sind? Sollten Schulen und Universitäten nicht etwas tun, um ihnen zu helfen, ihre Sucht zu überwinden? Sollten Schulen und Universitäten nicht etwas tun, um ihnen zu helfen, ihre Sucht zu überwinden? Ja, das ist ein weiteres wichtiges Anliegen. Ja, das ist ein weiteres wichtiges Anliegen. Ich denke, dass Schulen und Universitäten Ressourcen zur Verfügung stellen sollten, um den Schülern und Studenten zu helfen, ihre Sucht zu überwinden und gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Ich denke, dass Schulen und Universitäten Ressourcen zur Verfügung stellen sollten, um den Schülern und Studenten zu helfen, ihre Sucht zu überwinden und gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Und was ist mit den Eltern? Sollten sie nicht auch eine Rolle dabei spielen, ihre Kinder davon abzuhalten, ihre Smartphones in der Schule oder Universität zu benutzen? Und was ist mit den Eltern?
Sollten Sie nicht auch eine Rolle dabei spielen, Ihre Kinder davon abzuhalten, ihre Smartphones in der Schule oder Universität zu benutzen? Ja, Eltern sollten auch eine Verantwortung haben, ihre Kinder bei der Nutzung von Smartphones zu unterstützen und zu erziehen. Ja, Eltern sollten auch eine Verantwortung haben, ihre Kinder bei der Nutzung von Smartphones zu unterstützen und zu erziehen. Es ist wichtig, dass Eltern und Lehrer zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Schüler und Studenten in einer gesunden und sicheren Lernumgebung arbeiten. Es ist wichtig, dass Eltern und Lehrer zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Schüler und Studenten in einer gesunden und sicheren Lernumgebung arbeiten. Ja, das ergibt Sinn. Dankeschön, letzten Teil, Teil 3. Die Problemlösung, bzw. zusammen, etwas planen. Die Aufgabe. Sie möchten gerne eine Reise planen. Besprechen Sie, was Sie da tun könnten. Na, alles klar bei dir? Ja, danke. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Ich habe eine Idee, über die ich mit dir sprechen wollte. Wie wäre es, wenn wir eine Reise planen würden? Ich habe eine Idee, über die ich mit dir sprechen wollte. Wie wäre es, wenn wir eine Reise planen würden? Das klingt super. Wohin möchtest du denn reisen? Das klingt super. Wohin möchtest du denn reisen? Ich hatte an Deutschland gedacht. Es gibt so viele schöne Orte zu sehen, wie zum Beispiel die Stadt Berlin oder die Bayerischen Alpen. Ich hatte an Deutschland gedacht. Es gibt so viele schöne Orte zu sehen, wie zum Beispiel die Stadt Berlin oder die Bayerischen Alpen. Deutschland klingt toll. Wann möchtest du denn reisen? Deutschland klingt toll. Wann möchtest du denn reisen? Ich dachte an Juli oder August. Wie sieht dein Zeitplan aus? Ich dachte an Juli oder August. Wie sieht dein Zeitplan aus? Juli würde mir besser passen. Wie lange möchtest du denn bleiben? Juli würde mir besser passen. Wie lange möchtest du denn bleiben? Ich dachte an eine Woche. Was denkst du? Ich dachte an eine Woche. Was denkst du? Eine Woche klingt gut. Sollen wir eine Rundreise machen oder nur an einem Ort bleiben? Eine Woche klingt gut. Sollen wir eine Rundreise machen oder nur an einem Ort bleiben? Ich denke, eine Rundreise würde uns die Möglichkeit geben, mehr von Deutschland zu sehen. Was sagst du? Ich denke, eine Rundreise würde uns die Möglichkeit geben, mehr von Deutschland zu sehen. Was sagst du? Ja, da hast du recht. Wie stellen wir uns die Route vor? Ja, da hast du recht. Wie stellen wir uns die Route vor? Ich dachte, wir könnten in Berlin beginnen und von dort aus nach München fahren, um die Alpen zu besuchen. Ich dachte, wir könnten in Berlin beginnen und von dort aus nach München fahren, um die Alpen zu besuchen. Dann könnten wir nach Heidelberg weiterfahren, um die schöne Altstadt zu sehen. Dann könnten wir nach Heidelberg weiterfahren, um die schöne Altstadt zu sehen. Zum Abschluss könnten wir noch nach Köln reisen und den Kölner Dom besichtigen. Zum Abschluss könnten wir noch nach Köln reisen und den Kölner Dom besichtigen. Das klingt super.
Wie wollen wir uns fortbewegen? Das klingt super. Wie wollen wir uns fortbewegen? Ich dachte an eine Kombination aus Bahn und Bus. Ich dachte an eine Kombination aus Bahn und Bus. Wir könnten ein Deutschland-Ticket kaufen, mit dem wir alle Züge und Busse des Nahverkehrs nutzen können. Wir könnten ein Deutschland-Ticket kaufen, mit dem wir alle Züge und Busse des Nahverkehrs nutzen können. Es gibt momentan ein Ticket, das 49 € monatlich kostet. Es gibt momentan ein Ticket, das 49 € monatlich kostet. Das klingt praktisch und günstig. Wie sieht es mit den Unterkünften aus? Das klingt praktisch und günstig. Wie sieht es mit den Unterkünften aus? Ich würde gerne in Hostels übernachten, um Kosten zu sparen. Aber wenn du lieber in Hotels übernachtest, können wir auch das tun. Ich würde gerne in Hostels übernachten, um Kosten zu sparen. Aber wenn du lieber in Hotels übernachtest, können wir auch das tun. Nein, Hostels sind in Ordnung. Wie viel Geld planst du für diese Reise ein? Nein, Hostels sind in Ordnung. Wie viel Geld planst du für diese Reise ein? Ich habe an etwa 1000 € gedacht, aber das hängt auch davon ab, wie viel wir für Unterkunft, Transport und Verpflegung ausgeben werden. Ich habe an etwa 1000 € gedacht, aber das hängt auch davon ab, wie viel wir für Unterkunft, Transport und Verpflegung ausgeben werden. Das klingt fair. Wie wäre es mit Essen? Möchtest du die lokale Küche probieren, oder lieber etwas vertrautes Essen? Das klingt fair. Wie wäre es mit Essen? Möchtest du die lokale Küche probieren, oder lieber etwas vertrautes Essen? Ich liebe es, neue Küchen auszuprobieren, also würde ich gerne die lokale Küche genießen. Wie sieht es mit dir aus? Ich liebe es, neue Küchen auszuprobieren, also würde ich gerne die lokale Küche genießen. Wie sieht es mit dir aus? Ich bin auch dabei. Ich freue mich schon auf das Essen in München und Köln. Ich bin auch dabei. Ich freue mich schon auf das Essen in München und Köln. Ich auch. Gibt es noch etwas, das wir besprechen müssen? Ich auch. Gibt es noch etwas, das wir besprechen müssen? Ich denke nicht. Wir haben alles geplant. Lass uns die Reise buchen und loslegen. Ich denke nicht. Wir haben alles geplant. Lass uns die Reise buchen und loslegen. Ja, ich bin bereit. Ich denke, es wird eine unvergessliche Reise werden. Ja, ich bin bereit. Ich denke, es wird eine unvergessliche Reise werden. Ja, das denke ich auch.